Christian hat dich gefeuert. Wieso denn? Weil ich mich auf eine andere Stelle beworben habe. Das Praktikum. Ziehst du das jetzt echt durch? Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dass ich bis zur Rente Belege sammle und Zahlen eintippe, wenn Giselle mir nicht diese alte Kassette geschickt hätte. Ich finde das echt cool. Willst du als Kind unbedingt Designerin werden und jetzt, 20 Jahre später, ziehst du es endlich durch? Cool oder eher völlig plemplem, dass ich dafür einen gut bezahlten und sicheren Job aufgebe? Ich würde einfach sagen, mutig. Für Tore Hellström? Ja, der will meine Setcard haben. Also wenn alles gut läuft, dann sind wir beide bei der neuen Kollektion dabei. Du als Praktikantin, ich als Model. Kannst du jetzt bitte aufhören, gleich wieder die Hoffnung zu verlieren? Ist nur, dass ich so auf einmal so ganz ohne Job dastehe, da kriege ich schon ein bisschen Muffensausen. Okay. Wenn Geld und Sicherheit keine Rolle spielen würden, was würdest du machen? Mode entwerfen. Hallo. Hey. Ich hätte gerne ein Mineralwasser mit Zitrone und Eis. Wow, du lässt ja richtig krachen. Wolltest du nicht noch schnell dein Büro ausräumen? Ja, aber dann kam dieser arrogante, aufgeblasene, eingebildete Puphans. Tore? Was hat er gesagt? Also ehrlich gesagt finde ich den Test gar nicht so abwegig. Ich meine, du willst Designpraktikantin werden. Da wirst du doch solche Entwürfe drauf haben, oder nicht? Ja, aber nicht, wenn... Aber nicht, wenn was? Wenn ich erotische Fantasien von Tore Hellström habe, während er ganz dicht hinter mir steht und mir in den Nacken atmet. Dabei finde ich den Kerl wirklich unmöglich. Ich könnte jetzt ja wieder was Kluges zum Thema Unterbewusstsein sagen, aber das willst du bestimmt nicht hören, oder? Aber wenn Rebecca sich um die Praktikumsstellen kümmert, dann hat Tore da doch bestimmt gar nichts mit zu tun. Stimmt. Dem ist das bestimmt zu popelig, sich um einfache Praktikanten zu kümmern. Na also, wenn Rebecca das entscheidet, dann ist auch alles gut. Du hast recht. Alles wird gut. Weißt du, was mir immer hilft? Visualisierung. Stell dir mal vor, du bekommst das Praktikum. Was würdest du als erstes machen? Mich wahnsinnig freuen. Und mir dann einen Job suchen, weil von dem Praktikantengehalt allein kann ich unmöglich leben. Okay, dabei kann ich dir helfen. Im Ernst? Wieso nicht? Du spürst doch sowieso immer Gläser, um dich abzureagieren. Wenn ich dir das als Job gebe, kriegst du noch Geld dafür. Ja, supi, gerne. Cool, und dann ist das abgemacht. Wie sehe ich aus? Meine Schwester hat mich beraten. Hat sie echt gesagt, du sollst dieses Strickzelt anziehen? Sie meint, ich soll ein Kleid anziehen. Aber am besten zieht man doch an, worin man sich wohlfühlt. So, und jetzt hätte ich gerne ein paar Tipps. Wie verhalte ich mich beim Einstellungsgespräch? Okay, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da auf die richtige Mischung ankommt. Du musst selbstbewusst wirken, ohne dass du großkotzig rüberkommst. Aber wie hat dann Tore Hellström je einen Job abgekriegt? Ja, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie finde ich den dabei ja sogar noch sexy. Ach, habe ich ganz vergessen, du ja auch. Mumpitz. Ich muss geistig umnachtet gewesen sein, als ich... Als du sexuelle Fantasien von ihm hattest? Könnten wir dieses Thema bitte ein für alle Mal begraben? Nö, dafür ist es viel zu lustig. Ich würde mich jetzt gerne auf das Vorstellungsgespräch konzentrieren. Okay. Was hältst du davon, wenn wir so einen kleinen Testdurchlauf machen? Ich finde, das bringt total viel. Lena Herzog, warum bewerben Sie sich denn bei mir? Ich präzisiere, warum wollen Sie ausgerechnet bei LCL ein Praktikum machen? LCL ist eins der ganz wenigen deutschen Modelabel, die einen festen Platz in der internationalen High Fashion haben. Aber LCL steht nicht nur für klassische Haute Couture, sondern auch für innovative, junge Trends. Mehr als hier kann ich nirgendwo über Mode lernen. Florentine König. Was erwarten Sie sich von diesem Praktikum? Tiefere Einblicke in die Entwicklung einer Kollektion. Können Sie das präzisieren? Was die finanzielle Seite angeht, bin ich absolut firm. Ich brenne darauf, die kreativen Prozesse kennenzulernen. Wie entsteht ein Design? Wie entsteht eine Vision? Mich interessiert jeder einzelne Schritt. Von der ersten Idee bis hin zur fertigen Kollektion. Und was bringen Sie mit, das uns interessieren könnte? Meine Liebe zur Mode. Das heißt, ich bin hochmotiviert und ich lerne schnell. Und ich werde 100% geben, weil ich weiß, dass dieses Praktikum eine Riesenchance für mich ist. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Vielen Dank. Sie hören von uns. Danke. Danke. Das war super. Du bist perfekt vorbereitet. Das war interessiert, überzeugend, auf deine Art sogar ein bisschen sexy. Also, wenn du hier nicht schon arbeiten würdest, ich würde dich hier anstellen. Ich kann aber nur Teilzeit.
Klar, ab morgen bist du ja Designpraktikantin bei LCL. Da klopfe ich vorher lieber noch mal auf Holz. Nur zu. Super, danke Marlene. Ich bin im No Limits, aber ich mache mich gleich auf den Weg. Bis gleich. Geht's los? Marlene schätzt, dass ich bald drankomme, ja. Immer noch nervös? Wieder? Du bist doch jetzt bestens vorbereitet. Stimmt. Also dann, auf in den Kampf. Willst du nicht lieber dieses Ding ausziehen? Wieso? Weil dir jetzt schon warm ist. Wenn du dann noch mit Tore in einem Raum sitzen musst? Ach, Papperlapapp, um so profane Dinge wie Praktikantenauswahl kümmert der sich doch nicht. Caro, wenn du dir in dem Ding auch noch warme Gedanken machst, dann schwillt dein Kopf an wie ein Feuermelder und du kriegst einen Hitzschlag. Wegen Tore Hellström, diesem chauvinistischen Schwachkopf, na sicher. Ja, siehst du, es geht doch schon wieder los. Jetzt zieh endlich dieses Truppenzelt aus. Das geht nicht. Wieso? Hast du nichts drunter? Doch, aber Aber was? das bringt mir Glück. Okay, setz dich zur Not ans offene Fenster, aber lass auf jeden Fall diese Jacke zu. Moment! Deine Glückszitrone. Wie lieb. Giselle, du wirst es nicht glauben. Ich hab die Stelle. Ich weiß, ist das nicht der Hammer? Ja, ich kann das selber noch nicht glauben. Ja, wir reden später. Danke. Tschüss. Wusste ich doch, dass das klappt. Glückwunsch! Danke. Obwohl, kein Wunder. Bei dem Coaching, Und das, obwohl Tore Hellström auf einmal doch mit dabei war. solange er dich nicht wieder zu Sexfantasien animiert hat. Dankeschön. Er hat gesagt, ich soll mich ausziehen. Woran würdest du denn da bitte denken? Die jetzt ein Strip beim Vorstellungsgespräch? Wie suchen die denn bitte ihre Praktikantinnen aus? Das war ja nur, weil ich vor lauter Nervosität mehr geschwitzt habe als in jeder finnischen Sauna. Lecker. Dann? Und dann habe ich nur noch Unsinn erzählt. Und als ich mich wieder im Griff hatte, habe ich die Jacke aufgemacht und die haben mein T-Shirt gesehen. Naja, wie auch immer, du hast die Stelle ja bekommen, also hast du die scheinbar überzeugt. Hallo! Hey, und darauf stoßen wir jetzt an. Komm mit. Auf! Caro. Vielen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel mir dieses Praktikum bedeutet. Ich dachte schon, mein größter Wunsch geht nicht mehr in Erfüllung und jetzt bekomme ich doch noch diese Chance. Und die werde ich auch nutzen. Darauf. Auf, Caro. Und jetzt runter mit der Brause. So wie am Geburtstag, ne? Ja, hallo. Ach, hey. Mann, die war doch zwischendurch total weggetreten, oder? Ich habe echt gedacht, dass sie was eingepfiffen hat. Über wen redet ihr denn? Caro Schulz. Du, ich finde das übrigens großartig, wie sie euch mit ihren Entwürfen überzeugt hat. Naja, so wirklich überzeugt hat sie uns nicht. Zumindest nichts Eigenes, alles schon mal da gewesen. Ja, aber ich weiß ja, dass sie eigentlich ganz tolle kreative Ideen haben kann, wie diese Panther-Projektion. Ich hoffe halt nur, dass es keine Eintagsfliege war. Ja, aber ehrlich gesagt verstehe ich dann nicht, warum ihr ihr den Praktikumsplatz gegeben habt. Sie wollte ihn unbedingt. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir sie bisher auch falsch eingeschätzt und es steckt wirklich mehr in ihr. Ach komm, machen wir uns nichts vor. Als Controllerin war sie super, aber nicht so kreativ wie ein Mahnbescheid vom Finanzamt. Sie wird nie mehr sein als unser kleiner Taschenrechner. Kleine Stärkung für deinen ersten Tag als Designpraktikantin. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du der Beste bist? Ach, das höre ich ständig. Also eigentlich trinke ich morgens als erstes einen Tee. English Breakfast. Okay, das ist aber das beste Zeug aus dem No Limits. Die Milch habe ich selbst aufgeschäumt, also stell dich bitte nicht so an. Also, war doch gar nicht so schwer. Ich bin eben ein totales Gewohnheitstier. Das passt wohl eher zur Buchhalterin als zur Designerin. Deswegen auch diese gepflegte Unordnung hier. Ich hatte eher an kreatives Chaos gedacht. Ey, Caro, jetzt fang bitte nicht an, dich zu verbiegen. Es gibt doch bestimmt auch irgendwelche Genies, die einen gewissen Hang zur Gewissenhaftigkeit haben. Das muss ich aber dringend ablegen, wenn ich bei LCL was werden will. Na, wieso denn? Die haben sich doch für dich als Designpraktikantin entschieden. Rebecca, die weiß ganz genau, wie du tickst. Ja, Rebecca vielleicht. Aber dieser Tore Hellström...
Meine Entwürfe sind ihm völlig egal. Der ist sich hundertprozentig sicher, dass ich niemals Designerin werde. Warum hat er dir den Job dann überhaupt gegeben? Gute Frage. Wohl eine Mischung aus Almosen und der Erwartung, dass ich wieder in meinen alten Job zurück will. Ja, aber jetzt hast du doch die einmalige Chance, das allen zu zeigen. Du hast recht. Egal, was sie denken. Ich werde die beste Designpraktikantin, die es je gegeben hat. Ja.